Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es wieder das schnelle Sonntagsrezept und zwar machen wir heute ein leckeres Geschnetzeltes mit Hähnchenfleisch und Kokosmilch. Wie ich dieses schnelle Rezept für euch zubereite, na das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigen wir folgende Zutaten: 300 ml Hühnerbrühe, 500 Gramm Hähnchengeschnetzeltes, 2 Zehen Knoblauch, eine Zwiebel, eine Dose Kokosmilch, etwas Speisestärke und Koriander. Als erstes bereiten wir die Gewürzmischung für unser Fleisch zu. Dazu gebe ich 2 Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Chili, 1 Teelöffel Paprika edelsüß, 1 Teelöffel Kurkuma und 1 Teelöffel Curry in eine Schale und verrühre das Ganze gut miteinander. Die Gewürzmischung, die geben wir jetzt zu unserem Hähnchengeschnetzelten. Dann wird das Ganze mit den Händen richtig schön eingearbeitet. Wenn ihr Kurkuma benutzt, empfehle ich euch Handschuhe zu tragen, da der gelbe Farbstoff von dem Kurkuma sehr schlecht von den Händen wieder abzubekommen ist. Nach dem Einmassieren wird das Fleisch mit etwas Speisestärke bestäubt. Auch die Speisestärke massieren wir richtig gut ins Fleisch ein. Die sorgt nämlich dafür, dass unser Fleisch innen schön weich und außen schön knusprig wird. Durch die Speisestärke wird verhindert, dass das Fleisch beim Braten austrocknet oder zäh wird. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen auszuprobieren. Seitdem ich das mache, hatte ich nie wieder zähes Geschnetzeltes. Als nächstes schneiden wir unsere Zwiebel. Die halbiere ich einfach und dann schneide ich die so in Längsstreifen herunter. Ich finde, für dieses Rezept kann es ruhig ein bisschen rustikaler sein. Da brauchen wir nicht unbedingt Zwiebelwürfel. Wer es aber lieber fein mag, kann natürlich auch Zwiebelwürfelchen schneiden. Die Knoblauchzehen, die drücke ich einfach durch eine Knoblauchpresse. Falls ihr jetzt keine Knoblauchpresse haben solltet, könnt ihr sie auch einfach mit dem Messer ganz klein hacken. Jetzt schneiden wir auch schon mal den Koriander. Den solltet ihr allerdings vorher unbedingt waschen. Den schneide ich einfach in so Streifen herunter. Da das Rezept wieder etwas asiatisch angehaucht ist, gebe ich geröstetes Erdnussöl in die Pfanne, da ich finde, dass es hervorragend zu solchen Gerichten passt, vor allem wenn man Kokosnussmilch verwendet. In das erhitzte Erdnussöl geben wir jetzt unser Hähnchengeschnetzeltes. Die Pfanne, die sollte wirklich sehr heiß sein, denn wir wollen das Hähnchengeschnetzelte in diesem Fall nur kurz braten. Insgesamt so für 5 bis 6 Minuten von allen Seiten richtig schön braun braten. Wenn das Geschnetzelte wie hier schön kross und braun ist, dann nehmen wir es aus der Pfanne raus, geben es in eine Schüssel und stellen es erst einmal beiseite. In das gleiche Fett der Pfanne geben wir jetzt unsere in Streifen geschnittenen Zwiebeln und unsere durch die Presse gedrückten Knoblauchzehen. Das Ganze verteilen wir jetzt schön in der Pfanne und salzen es dann erst einmal, denn wir wollen aus den Zwiebeln und dem Knoblauch das Wasser entziehen, damit es auch richtig schön braten kann. So lassen wir die Zwiebelchen jetzt erst einmal für 2 bis 3 Minuten schön in der Pfanne dünsten. Und jetzt würzen wir die Zwiebeln erstmal richtig mit Paprika edelsüß, reichlich Curry und ein bisschen Kurkuma. Wir würzen die Zwiebeln jetzt schon, damit die Gewürze in der Pfanne richtig schön rösten können und dadurch die Röstaromen auch für die Soße bilden. Jetzt wird das Ganze richtig gut durchgerührt, damit sich die Gewürze auch überall gut verteilen. Das Ganze sollte jetzt noch mal für 2 Minuten richtig schön mit braten.
Dabei solltet ihr wirklich ständig rühren, damit die Gewürze unten in der Pfanne nicht verbrennen. Wenn die Gewürze verbrennen, dann schmecken sie nämlich bitter und das wollen wir ja verhindern. Im nächsten Schritt geben wir unsere Dose Kokosmilch dazu und rühren das Ganze richtig schön durch, damit sich die Kokosmilch gut in den Zwiebeln verteilen kann. So entsteht schon mal eine schöne cremige Basis für unsere Soße. Direkt dazu geben wir dann unsere 300 Milliliter Hühnerbrühe. Falls ihr keine Hühnerbrühe haben solltet, könnt ihr natürlich auch Gemüsebrühe benutzen. Aber da wir hier Hähnchengeschnetzeltes verwenden, finde ich die Hühnerbrühe persönlich sehr passend. Jetzt schmecken wir das Ganze erst einmal ab. Und da wir noch nicht so viel Salz an der Soße haben, entscheide ich mich dazu, hier jetzt Sojasauce dazu zu geben. Denn das verleiht solchen Gerichten nochmal den richtigen Kick und Geschmack. Denn die Sojasauce, die schmeckt ja nicht nur salzig, sondern enthält auch noch viele andere Würznoten, die sehr gut zu unserem Hähnchengericht passen. Die Soße, die solltet ihr jetzt auf mittlerer Stufe bei gelegentlichen Rühren erst einmal für 10 Minuten einköcheln lassen. Nach 10 Minuten ist die Soße schon sehr gut einreduziert und ich binde sie jetzt mit Speisestärke ab. Ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, auch gerne Soßenbinder nutzen, aber ich finde, mit Speisestärke geht es deutlich schneller und man benötigt dafür auch nicht so viel davon. Die Speisestärke, die lässt sich ganz einfach mit etwas Kaltwasser einrühren und wird in die kochende Flüssigkeit nach und nach dazugegeben, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Wenn die Soße für euch dann die richtige Konsistenz erreicht habt, dann solltet ihr sie nochmal so für 3 Minuten vor sich hin köcheln lassen. So verliert die Soße wieder diesen Speisestärkengeschmack, der als erstes entsteht. Durch das Kochen verliert er sich aber wieder. Wichtig ist, wenn ihr mit Speisestärke arbeitet, dass die Flüssigkeit die ganze Zeit kocht und dass ihr sie halt nach und nach dazu gebt. Da sie in der Soße sehr schnell andickt. Falls die Soße mal zu dick geworden sein sollte, gebt ihr einfach wieder etwas Flüssigkeit dazu. Wenn die Soße jetzt für euch die richtige Konsistenz hat, so wie hier bei mir, dann gebt ihr das Fleisch wieder zurück und lasst es nochmal 2 Minütchen in der Soße wieder schön warm werden. Und so schaut das asiatisch angehauchte Hähnchengeschnetzelte dann aus. Einfach noch ein bisschen Koriander drüber streuen und fertig. Am besten passen dazu Nudeln oder Reis. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!